Ich weiß echt nicht, warum ihr da drüben steht. Ich weiß auch nicht, warum ihr da drüben steht. Ich muss rüberkommen. Okay, Ihr habt absolut ciao. recht. Halt's Maul, denke ich auch. Ey, direkt auf. Ich leg's nicht komplett dann raus. Ich verbieg mich nicht. Influencer reden mit höherer Stimme, wenn sie mit der Community agieren. 5, 4, 3, 2, 1. Ich würde ganz klar sagen, man hat halt einfach seinen Camera-Mode. So. Aber das ist stinknormal. Also ich würde sagen, das ist das Normalste der Welt, dass man als Entertainer entertaint. Wenn ich jetzt normal mit jemandem spreche, das ist einfach irgendwie nicht so unterhalten und nicht so cool. Deswegen, Naja, wenn aber man eine unterhalten Story zu macht, sprechen und seine Stimme zu erhöhen, ist ja was anderes. Warte, das ist zum Beispiel bei mir der Unterschied, ob ich jetzt sage so, ja Leute, was geht, schaut mal, wen ich hier getroffen habe. Es ist einfach Nick to the motherfucking dance, man. So, dann ist es irgendwie natürlich eine leichte Verstellung von der Stimme. Aber ist dir das nicht too much in dem Moment? Sorry. Kommt voll drauf an. Kann mega cool sein, kann natürlich auch zu doll sein. So. Du stellst deine Stimme ja höher, um süß zu wirken. Ich rede jetzt aber von diesen typischen Instagram-Girlies hier am Strand. Halt, Ja, genau. Da würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Die wollen ich muss süß wirken. Ja. So tired. Und dann ist das ja auch Overacting. Aber was zum Beispiel dieses Hallo meine Lieben, so I can't, so wow, ich mir selber ekeln einfach in Halt's this moment. Maul, denke ich auch. Ey, ich muss rüberkommen. Okay, Ihr habt absolut ciao. recht. Je länger ich drüber nachdenke, desto mehr... Als du jetzt Digga, gesagt hast, ist hallo wirklich ihr so. Lieben, ich habe eine, die immer Hallo ihr Lieben macht. Ich habe die Story jetzt auf stumm geschaltet, weil ich sie eigentlich ganz süß finde, aber die Story, es geht nicht. Ich kann sie nicht angucken. Aber ich stimme euch zu, Ja. jeder hat, glaube ich, seinen Camera-Mode. Den und wenn ich drüber nachdenke, ich habe den auch. Ja, safe. Influencer bezeichnen sich selbst nicht als Influencer. Scheiße. 5, 4, 3, 2, 1. Ja. Todes, das war die erste Reaktion, die ich gegeben habe, als ich diese Anfrage bekommen habe. Ich so, ey, aber ich bin gar kein Influencer. So, weißt du? Und dann meinst du, ja, dann ging es ja darum, dass man den Begriff hier so ein bisschen aufbricht und einfach guckt. Weil wenn die Leute fragen oder wenn irgendwer in irgendeinem Interview oder einem Podcast oder egal wo über mich schreibt, die Influencerin, dann sage ich, bitte streichen. Ja, das ist einfach nicht mein Ich bin total Beruf. allergisch gegen dieses Wort. Ich finde es voll abartig so, wenn Influencer einfach nicht einsehen, dass sie influenzen. Das triggert mich ultra, weil letztendlich, man hat einen Einfluss. Sobald du Reichweite hast, sobald du einfach irgendwie dein Leben zeigst und sobald dich viele Leute verfolgen, hast du Einfluss. Und du kannst es nicht irgendwie abschalten. Und du kannst auch nicht sagen so, hey, also ich will keine Vorbildsfunktion haben, Leute nehmen mich nicht als Vorbild. Cool, jetzt lebe ich mein Leben so. Weil sobald man eben diese Reichweite hat, hast du auch die Verantwortung automatisch und hast auch die Vorbildsfunktion. Die kannst du nicht ablegen. Influencer wirst du als Konsequenz, weil du irgendwas anderes gut machst, weil du, keine Ahnung, du hast einen tollen Musikgeschmack oder du bist Musiker oder was auch immer und dann übst du Einfluss auf Leute, weil die Leute dich toll finden für irgendetwas, was du tust. Aber du hast nicht einfach Reichweite, weil du Reichweite hast. Influencer bekommen Follower und verlieren Freunde. 5, 4, 3, 2, 1. Ich glaube, es kommt voll darauf an, was du machst und was du postest und wie es dein Leben an sich einfach beeinflusst. Trotz Reichweite, trotz Bekanntheit, alles drum und dran, behält man seinen Kreis von echten Freunden. Ich glaube, wenn du super, super erfolgreich bist und Millionen von Followern hast und wahnsinnig gefragt bist und ständig hier, dort und da bist, dann hast du keine Zeit mehr für Freunde. Also dann hast du ja Das kaum auch noch so. Zeit für deine Familie, weil du nur unterwegs bist. Dann ist es zwangsläufig so. Aber ich glaube, wenn du so im mittleren Bereich rumdümpelst, dann kannst du durchaus auch noch deine Freundschaften pflegen, wenn dir das wichtig ist. Und das Lustige ist, meine 4 besten Freunde oder engsten Freunde sind alle eigentlich nicht auf Social Media. Und das tut mir ganz gut. Der Kern von Freunden, den ich habe, der ist auf jeden Fall bestanden geblieben. Und ich würde auch sagen, dass ich sowieso einen sehr, sehr kleinen Kreis von sehr guten Freunden habe und den halte und pflege. Aber dann ist das Letzte, worauf du Bock hast, auch noch in 50 anderen WhatsApp-Gruppen, also in meinem Fall, aktiv zu sein. Und darunter leiden halt voll viele Freundschaften. Und voll viele Leute checken das aber auch irgendwie nicht. Also habe ich das Gefühl, dass so der Kopf so voll ist mit so vielen anderen Dingen, dass man sich wirklich nur dann auf die Person konzentrieren kann, wenn sie vor einem ist. Für mich ist da ein großer Punkt aber auch, dass ich auch einfach nur noch Leute, sag ich mal, in meinem engen Freundeskreis habe, die mich als Mensch auch einfach verstehen. Weil es ist halt so, diese Arbeit definiert einen halt absolut krank als Mensch, weil man halt logischerweise 24/7 einfach auch
connected ist. Aber in der Regel wird man ja Influencer, weil man keine Freunde hat, ne? So ist es. Richtig. Das wäre die nächste These, Juana. Influencer bekommen alles umsonst. 5, 4, 3, 2, 1. Das ist sowas von wahr. Ich weiß echt nicht, warum ihr darüber Ich steht. weiß auch nicht, warum ihr da drüben steht. Das ist sowas von wahr. Ich finde, natürlich muss man sagen, dass diese Frage hier, also diese Aussage, Influencer bekommen alles umsonst, ist natürlich auf die Spitze getrieben, aber das finde ich ist jetzt, um es zu verdeutlichen, natürlich bekommen wir nicht alles umsonst. Wir können nicht irgendwie zum Autohändler gehen und sagen so, ey, ich nehme das Auto for free, ich mache eine Manche Story. schon. Ja, aber trotzdem so. für Leute, ciao. Ich finde, Influencer können einfach super viel for free kriegen, wenn sie wollen. Ja, so würde ich genau es so. Ich bin nicht mehr in dem Modebereich, aber da hatte ich teilweise Mädels, die halt gesagt haben, ich kaufe mir die Wimperntusche nicht. Ich frage die an bei der Agentur. Also die bekommen ihr Zeug geschickt, posten damit einen Beitrag oder ein Video, was auch immer. Das ist ja Das ist ja dann Werbeinfluencer. sozusagen Arbeit, die sie dafür machen. Also es ist ja wieder nicht umsonst. Genau, deswegen. Da ist ja Also immer eigentlich eine kriegen sie gar nichts Gegenleistung geschenkt. Das ist ja eine mit Gegenleistung. verbunden. In der Regel. Ja, Die okay, bezahlen, okay. die bezahlen nur nicht mit Geld, sie bezahlen mit ihrer Arbeit. In meinem Fall kriege ich Sachen zugeschickt, die will ich überhaupt nicht haben. Aber nichtsdestotrotz könntest du eigentlich dein ganzes Leben bis auf die Miete und das Auto, Es Klamotten- geht. Ich würde das wirklich nicht auf jeden beziehen. Das betrifft so ganz bestimmte Leute. Wenn du wirklich so Fashion-Lifestyle bist, Genau. dann ja. Ja. Aber hier bei dir oder auch bei mir zum Teil, da erkennt der Kunde, da ist für den Kunden jetzt nicht so ersichtlich, dass ich jetzt so Lifestyle-Themen unbedingt bearbeite oder man was immer. Voll. man kann das ganze Ding an sich nicht pauschalisieren, weil du auch Genau. einfach einen Influencer nicht pauschalisieren kannst. Ich glaube, es gibt keinen großen Influencer, der sich schon ganz lange hält, der einfach nicht krass Arbeit reinsteckt. Und das ist auch eine Sache, die ganzen Leute halt irgendwie von außen immer, glaube ich, nicht so sehen. Und Ja. dann sieht man halt immer nur diese ganzen positiven Aspekte von wegen so, oh krass, jetzt hat er hier irgendwie ein VIP-Leasing von irgendeinem Auto und fährt in einem krassen Wagen, wahrscheinlich ohne viel dafür zu zahlen oder sowas. Influencer haben andere Influencer-Freunde aus Strategiegründen. 5, 4, 3, 2, 1. So doll. So. da müssen wir gar nicht So groß drüber diskutieren. toll. Nee, Ja, nicht großartig. da müssen wir eigentlich nicht Also ich viel finde, man zu kann auf sagen. jeden Fall, ich finde, man sollte auf jeden Fall drüber reden, das ist ganz wichtig, weil man das letztendlich immer sagen kann. Und der Unterschied ist einfach nur, dass es halt manchmal true ist und manchmal fake. Und ist halt natürlich auch auf einer Wellenlänge, wenn man dieses selbe Life lebt. So. Ich stehe hier, weil ich übertrieben viele Leute kenne, die halt wirklich strategisch mit Leuten abhängen, mit denen Fotos machen, mit denen Stories machen. Wo ich denke, ey, das ist halt so krass kalkuliert, einfach alles, auch auf mich bezogen damals, als Leute dann plötzlich auf mich zukamen, die mich vorher nicht mehr im Arsch angeguckt haben, die meinen, ey, was geht, lass mal lunchen, lass mal Kaffee trinken, ey, wir beide müssen uns auch mal häufiger treffen. Und ich denke so, ey, du. Aber auf der anderen Seite, auch was du sagst, die Zeit, diese andere Frage, die wir vorhin hatten mit Freunde weniger, aber dafür mehr Follower, du hast halt einfach, wie gesagt, ab einem gewissen Arbeitspensum immer weniger Zeit und du überlegst dir sehr, sehr gut, mit wem du Zeit verbringst. In irgendeiner Form muss ich diese wenige Zeit, die ich habe, ja auch sinnvoll nutzen. Das heißt, ich überlege mir auch natürlich, mit wem verbringe ich diese Zeit, von wem profitiere ich, charakterlich, beruflich, kreativ, wie auch immer. Ich finde es interessant, dass du das Wort profitieren benutzt hast, weil da läuten, glaube ich, bei ganz vielen Leuten immer direkt die Alarmglocken und so, oh krass, die ist nur so geschäftlich aus. Leuten, und mit denen sowas. du wachsen kannst. Ja. von denen Genau, du dich aber jetzt nicht nur bereichern. follower-technisch, sondern wirklich auch persönlicher Ja, Personal voll. Growth. Und darum, finde ich, geht es im Leben. Deswegen, ich surrounde mich auch halt. Personal Growth. Ich umgebe mich Aber- halt auch echt am liebsten mit Leuten, wo ich das Gefühl habe, okay, die bringen mich in irgendeiner Weise voran, in die Richtung, wo ich irgendwie gerade im Leben hin will. Ja. Influencer taggen nur Leute aus ihrem eigenen oder zu ihrem eigenen Vorteil. 5, 4, 3, 2, 1. Super tricky. Ja, das ist wieder eine 50-50-Frage einfach. Ja, es ist halt, boah, hier bleibe ich echt in der Mitte stehen. weil echt, ich glaube, dass es echt krass war ist für sehr viele. Und deswegen würde ich eigentlich gerade volle Kanne zu Ware übergehen, weil ich super viele kenne, weil ich sagen würde, so ja, safe. Mir ist es so wurscht, wen ich verlinke und wie viele Follower der hat. Und Ob beim- jemand mit 500 oder mit... Dann gehe ich mal rüber. Das kannst du gerne erzählen nochmal. Okay, dann gehe ich mal rüber. Aber ich will mich halt so ganz klar davon distanzieren, weil ich finde, es ist so das größte Geschenk, dass ich die Möglichkeit habe, einfach, sage ich mal, jemanden zu verlinken
und der freut sich dann darüber. Und vielleicht bringt es dem sogar noch irgendwas. Ich finde, das ist das Geilste überhaupt. Ich habe das Gefühl, das ist wie so, ich kann geben, ohne... Aber dann musst du zu uns. Ja, ich spreche, also wie gesagt, für mich selber sprechen würde ich auf jeden Fall darüber gehen. Ich spreche auch nicht für mich selber. Aber ich glaube, es gibt einfach ultra viele, für die es ultra wahr Wir ist. supporten uns voll auf gegenseitig. So Leute, die ich kenne, so auch nicht alle persönlich, dass man sagt, ey, das sind geile Leute, die schreiben geilen Shit, so folgt dem. Ich spreche jetzt auch, wie du, eher für den Großteil der Leute, die ich kenne. Bei mir ist es genau das Gegenteil. Ich bin super vorsichtig damit, wen ich tagge. Ich treffe viele Leute, die eine Reichweite haben oder keine Reichweite haben. Ich bin so Privatperson, tagge ich gar nicht. Also meine Familie, meine Freunde, die haben nichts auf meinem Instagram-Account verloren, gar nichts. Reagiert ihr auf Leute, die euch anschreiben und sagen, ey, kannst du mich mal taggen, ohne dass ihr sie jemals kennengelernt habt? Ciao. Mit Wink-Emoji. Bye. Das ist nicht geil. Richtig abstoßen. Aber das hört man wirklich oft. Solche Anfragen kriegst du ganz Shoutout. oft. Ja. Dann auch so, ey, kannst du Anfragen. meiner Freundin helfen? Shoutout Ja, das und das gemacht, kannst du das Unternehmen pushen? Genau, So. genau. Ciao. Influencer haben Angst davor, nicht mehr relevant zu sein. 5, 4, 3, 2, 1. Es hätte mich wirklich gewundert, wäre irgendjemand nicht hier rübergegangen. Ja. Das ist einfach, das ganze Leben richtet sich nach Ja. Instagram. Also gerade auf YouTube habe ich das Gefühl, es gibt noch mal mehr so eine Szene, die quasi auch dann immer über alles spricht und so. Und wenn der jetzt halt gerade wirklich so ein krass kontroverses Video raushaut oder so und das halt so absolut die kranken Aufrufe bekommt, weiß man so, dass alle anderen YouTuber dann darüber reden und auch alle anderen YouTuber Videos darüber machen, Reaction-Videos und sowas. Und das fühlt sich natürlich nach krasser Relevanz an so. Dann denkt man einfach so, boah geil, ich bin gerade hart am Start, ich bin sau wichtig. Und dann hat man natürlich auch wieder Angst, dass es irgendwann auch wieder abschwacht. Und es wird ja auch wieder abschwachen. Natürlich, 100% macht man sich da Gedanken irgendwie so, okay, wie hält man das und so. Und man hat immer so diese Angst irgendwie, dass es irgendwann wieder runtergeht. Wenn man sich sowas aufbaut, muss man ja irgendwie was können. So. Man muss ja irgendein Gespür für einen Zeitgeist oder sowas haben. Genau. Und, Nicht nur was können, ich glaube einfach nur, dass die Leute einfach nur Angst vor diesem Gedanken haben, halt irgendwie wieder einen Rückschritt machen zu müssen, wieder so ein bisschen von Null zu starten. Ja. Influencer tragen oft eine Maske und sind fake. 5, 4, 3, 2, 1. Hey, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ich bin auch wieder so zwiegespalten. Ich würde auch nicht direkt Okay, alle sagen, aber es gibt auf jeden Fall einen Großteil. Genau. Die ich kennengelernt habe zumindest, sind sehr viele dabei gewesen, die da in die Richtung Maske vor der Kamera immer alles, hey, schön da, ich bin so lieb zu jedem. Und dann lernst du die privat Ja, kennen. sorry. Das ist so richtig. Auf jeden Fall. Sorry. Deswegen stehe ich auch hier. Also ich würde auch sagen, also bei mir selber würde ich nicht behaupten, dass ich irgendwie fake bin oder eine Maske Ja, trage. wird ja keiner von uns, ne? Sonst wird die Maske jetzt Aber runterfallen. ich bin auf jeden Fall so ehrlich, dass ich sage, ich hatte auf jeden Fall Phasen, wo genau auch diese Themen von vorhin, wie zum Beispiel, wenn es einem schlecht geht, dass man dann irgendwie doch versucht, irgendwie einen auf positiv zu machen und solche Sachen, gab es von mir auf jeden Fall. Das heißt, ich kann auf jeden Fall von Phasen sprechen, dass ich mir selber so eine Maske aufgesetzt habe und bla, weil ich selber auch nicht so genau wusste, was ich gerade will und was gerade irgendwie meine Phase ist. Das war so eine Findungsphase. Quasi ich auch nicht zeigen will, so, ich weiß grad absolut nicht, was ich im Leben will, mir geht's voll scheiße. Beziehungen, Eltern oder sonstiges kannst du ja, wenn du da Probleme hast oder wenn es dir richtig scheiße geht, kannst du nicht nach außen tragen, weil du das auch einfach nicht preisgibst Klar, von dem, was du klar. machst. Ja. So sage ich jetzt nicht, ey, ich habe gerade 10 Minuten unter der Dusche geheult. So. Und es gibt auch Leute, die posten das so aktiv. Das kann man auch machen, das ist auch gut, um irgendwie Awareness zu schaffen, aber das wirst du bei mir nie sehen. Es ist ja nicht fake, weil du sowas nicht preisgibst. Ja, also Darum ich geht's kann ja auch gar voll nicht. genervt sein, dann merkt man das auch einfach und sagt, boah Leute, der Tag war richtig scheiße, aber ich muss kurz was sagen. Um zu der Frage zu kommen, ich kenne Leute, die fake sind. Die meisten Leute, die ich allerdings persönlich kenne, die auch Influencer sind, die, würde ich sagen, sind sehr authentisch in dem, was sie machen. Deswegen stehe ich hier. Soll ich? Okay. Ey, yo, euch hat das Video auch gefallen? Sehr geil, dann geht doch hier mal rüber und lasst doch mal ein Abo da und drückt mal unbedingt die Glocke. Und hier drüben kommt ihr zum letzten Vorteil-Video mit Kopftüchern. Wow, voll geil. Und dann hier zur Funkwelt. Danke, dass ihr da wart. Ciao!